Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Wir werden uns eine For-Schleife heute anschauen und dazu möchte ich euch zunächst einmal zeigen, wie man es genau implementiert. For, es wird eine Variable initialisiert, Initialisierung, dann wird eine Bedienung definiert, Bedienung, und hier wird dann die Variable verändert, Variablenänderung. Im Anschluss können wir eine Anweisung ausgeben lassen. Und so ist das Grundgerüst einer For-Schleife. Ich zeige euch jetzt eine einfache For-Schleife. Dazu kommentieren wir das Ganze aus und schreiben hier Grundgerüst einer For-Schleife. Einfache For-Schleife. For. Wir initialisieren eine Variable i. Int i ist gleich 0. Wir definieren eine Bedienung i kleiner 5 und wir erhöhen die Variable immer um einen Wert. Und wir geben das Ganze in der Konsole aus. Was erhalten wir, wenn wir dieses Programm hier ausführen? Pausiert das Video und überlegt euch die Lösung. Wir erhalten einen Schleifendurchlauf von 0 bis 4, also 5 Durchläufe: 0, 1, 2, 3 und 4. Die Variable i hat den Wert 0. I ist kleiner als 5, also 0 ist kleiner als 5. Dann wird die Anweisung ausgegeben und wir erhalten auf der Konsole die 0. Dann wird die Variable mit i++ um 1 erhöht. Da hat die Variable i den Wert 1. I ist kleiner als 5, die Bedienung ist erfüllt, dann wird diese Anweisung ausgegeben und wir erhalten 0, 1 auf der Konsole. Dann wird die Variable i um 1 erhöht, also hat die Variable i den Wert 2. 2 ist kleiner als 5, die Bedienung ist erfüllt und somit wird die Variable i auf der Konsole ausgegeben. Und die Variable hat den Wert 2. 0, 1, 2. Und es wird wieder um 1 erhöht mit i++ und hat den Wert 3 und so weiter. Und wenn die Bedienung nicht erfüllt ist, dann kommt es zu einem Schleifenabbruch. Und somit ist die Schleife beendet. Ich implementiere jetzt eine Endlosschleife. Dazu kommentieren wir das hier aus. Endlosschleife. For, wir initialisieren eine Variable Zahl. Wir definieren eine Bedienung Zahl kleiner 10 und schreiben keine Variablenveränderung. Wir geben das Ganze in der Konsole aus, Zahl, und führen das Programm aus. Was passiert? Ihr könnt sehen, es durchläuft so lange weiter, bis ich das Programm hier schließe oder auf Debuggen stoppen klicke. Und warum ist das so? Zahl hat den Wert 0. 0 ist kleiner als 10, die Bedienung ist erfüllt, dann wird diese Anweisung hier ausgegeben. Dann springt das Programm hier hin und schaut, ob es eine variable Veränderung gibt. Da es keine gibt, hat die Variable Zahl immer noch den Wert 0. 0 kleiner 10 wird überprüft, die Bedienung ist erfüllt, dann wird diese Anweisung erneut ausgegeben. Dann springt das Programm erneut hier hin und schaut, gibt es eine variable Veränderung. Es gibt keine Veränderung. Da hat die Variable Zahl erneut den Wert 0 und das geht ständig so weiter und das nennt man eine Endlosschleife. Wir kommentieren das Ganze hier aus und dann möchte ich euch erklären, wozu man Schleifen benötigt. Man kann Schleifen verwenden für Array-Durchläufe. Was ein Array genau ist, das zeige ich euch im späteren Video. Man kann es aber auch verwenden, um beispielsweise Anwendungen zu schreiben oder auch Rechnungen oder Muster.
Und ich möchte euch zeigen, wie man zum Beispiel 4 Zahlen einliest in einer Vorschleife und die zusammenrechnet. Ich implementiere jetzt ein Anwendungsbeispiel. Dazu definieren wir eine Variable int Zwischensumme ist gleich 0, for int i ist gleich 0, i kleiner 3, i plus plus, console.writeLine, gib eine Zahl ein, int Zahl ist gleich convert.toInt 32 console.readline, Zwischensumme plus gleich die Zahl und wir geben dann die Zwischensumme aus. Wenn wir das Programm jetzt ausführen, dann geben wir 3 beispielsweise ein, 2 und 7. Und insgesamt erhalten wir den Wert 12. Ich kommentiere diese Zeile und zeige euch die Langversion. Zwischensumme ist gleich Zwischensumme plus Zahl. Wir geben hier eine Zahl ein, beispielsweise 3, Enter, die Zwischensumme hier, 0 plus 3 ergibt 3 und dann wird 3 ausgegeben. Wir geben hier 2 ein, dann wird hier die Zwischensumme 3 plus 2 ergibt 5 und dann wird in der Konsole die 5 ausgegeben. Wir geben hier 12 ein, dann erhalten wir 17, weil die Zwischensumme hat den Wert 5 plus 12 ergibt 17. Die Zwischensumme hat den Wert 17 und es wird in der Konsole ausgegeben. Dann zuletzt geben wir noch 5 ein. 17 plus 5 ergibt 22 und es wird in der Konsole 22 ausgegeben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao!